Kennst du diesen Moment? Du möchtest in einem Gespräch nur einen Gedanken teilen. Und noch bevor du ihn zu Ende gesprochen hast, wirst du in eine Schublade gesteckt. Plötzlich wird nicht mehr über deinen Gedanken gesprochen, sondern darüber, was für ein Mensch du angeblich bist. Du sagst etwas über Sicherheit, Migration, Umwelt, Gerechtigkeit, Demokratie, Wirtschaft oder darüber, dass dir bestimmte Entwicklungen Sorgen machen. Nicht als große Rede, eher so, wie man etwas sagt, wenn einem die Welt halt nicht egal ist. Und noch bevor wirklich gefragt wird, was du meinst, steht schon die Schublade offen. Ah, du bist also einer von denen. Und dann kommt kein echtes Gegenargument, sondern ein Etikett. Bei den einen heißt es Gutmensch, bei den anderen Populist, bei den einen naiv, bei den anderen verbohrt. Irgendeine Schublade findet sich immer, wenn man nicht mehr genau zuhören möchte. Plötzlich geht es nicht mehr um die Sache, sondern um dich, um deine angebliche Blase, deine Gutgläubigkeit oder deine politische Schublade. Du wolltest einen Gedanken prüfen und sollst nun deine ganze Person verteidigen. Und danach bleibt natürlich etwas hängen. Eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und diesem stillen Gedanken, vielleicht sage ich beim nächsten Mal einfach gar nichts mehr. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Nicht darüber, welche Partei Recht hat, sondern darüber, warum Fakten Menschen manchmal nicht mehr erreichen, weshalb politische Gespräche so schnell erschöpfen und wie wir klar bleiben können, ohne sofort in den Kampfmodus zu geraten. Vielleicht macht uns nicht nur die Welt selbst müde, vielleicht macht uns auch müde, wie wir inzwischen über diese Welt sprechen. Und damit herzlich willkommen bei Neovara. Wenn du Neovara schon länger kennst, wirst du merken, hier verändert sich gerade einiges. Bisher ging es vor allem um persönliche Themen wie Selbstvertrauen, innere Blockaden und persönliche Entwicklung. Das bleibt wichtig. Aber zukünftig schauen wir stärker auf die Verbindung zwischen der Welt da draußen und dem, was sie in uns auslöst. In unseren Gedanken, Gefühlen, Entscheidungen und Beziehungen. Dabei möchte Neovara Wissenschaft und Intuition miteinander verbinden. Offen, aber nicht leichtgläubig. Kritisch, aber nicht vorschnell abwertend. Den Anfang macht unsere neue 12-teilige Reihe Was die Welt mit uns macht. Die geplanten Themen der 12 Folgen siehst du gerade hier eingeblendet. Diese Übersicht wird uns durch die ganze Reihe begleiten. In jeder Hauptfolge siehst du, was bereits erschienen ist, wo wir gerade stehen und welche Themen noch vor uns liegen. Die ausführlichen Folgen erscheinen künftig alle 2 Wochen und dazwischen gibt es 2-mal pro Woche Shorts. Das sind sehr kurze Videos von ungefähr 15 bis 25 Sekunden, die einen Gedanken zuspitzen, eine Frage stellen oder neugierig auf das nächste Thema machen. Und die einschneidendste Veränderung siehst du vermutlich schon, meine Frisur. Ich dachte mir, wenn Neovara eine neue Ausrichtung bekommt, dürfen die Haare nicht einfach in der alten Richtung weitermachen. Mit dieser Folge weitet also Neovara den Blick, aber nicht weg vom Menschen, sondern hin zu der Welt, in der dieser Mensch lebt. Denn Erschöpfung entsteht nicht nur in uns, sie kann auch wachsen, wenn zu viel Welt ungefiltert in uns hineinläuft und wir keine gute Möglichkeit finden, sie einzuordnen. Politik war eigentlich nie völlig weit weg. Preise, Rente, Arbeit, Energie, Bildung, Gesundheit, Umwelt. Das alles landet irgendwann in unserem Alltag. Aber was hat sich verändert? Früher hatte Politik bestimmte Orte und Zeiten, die morgendliche Zeitung, die Tagesschau, der Küchentisch. Heute kommt Politik als Push-Nachricht, als Clip, Kommentar oder Schlagzeile,
die gar nicht mehr informieren will, sondern einfach sofort den Puls erhöhen möchte. Die Welt klopft nicht mehr gelegentlich an, sie steht oft schon im Flur und hat die Schuhe nicht ausgezogen. Und jede Nachricht bringt nicht nur Inhalt mit, sie bringt auch Temperatur mit. Manche Nachrichten sind sachlich, andere tragen Empörung, Angst, Verdacht oder Misstrauen in sich. Manche verdrehen außerdem Tatsachen oder verbreiten frei erfundene Behauptungen. Manchmal geschieht das aus Unwissenheit, manchmal geschieht es bewusst, um andere zu manipulieren. Dadurch wird Politik nicht nur Information, sie wird Stimmung. Wenn mir Sicherheit wichtig ist, trifft mich eine Meldung über Gewalt anders. Wenn mir wirtschaftliche Stabilität wichtig ist, bleibt eine Nachricht über steigende Preise nicht abstrakt. Wenn mir Umwelt, soziale Gerechtigkeit oder Demokratie wichtig sind, lösen entsprechende Entwicklungen ebenfalls mehr aus als bloßes Interesse, und Nachrichten berühren Werte und Werte berühren uns persönlich. Vielleicht ist das nur der erste Aha-Punkt. Politik ist heute oft eine Stimmung, die in kleinen Portionen in unseren Alltag einsickert. Und wenn diese Stimmung dauerhaft aus Alarm, Misstrauen und Abwertung besteht, ist es kein Wunder, wenn wir irgendwann nicht mehr nur informiert sind, sondern enttäuscht, wütend oder erschöpft. Viele politische Gespräche sehen so aus, als würde über Fakten gestritten. Was stimmt? Welche Zahl ist richtig? Welche Quelle ist verlässlich? Und natürlich sind Fakten wichtig. Ohne Fakten wird jedes Gespräch irgendwann zu einem Meinungsbuffet. Ein bisschen Empörung, 2 Löffel Bauchgefühl und obendrauf ein Spruch, der beim zweiten Hinsehen ungefähr so stabil ist wie ein Kartenhaus im Orkan. Aber ein Fakt wirkt nicht automatisch nur, weil er richtig ist. Er landet immer in einem Menschen. Und dieser Mensch hat Erfahrungen, Ängste, Hoffnungen, Enttäuschungen und vielleicht eine Gruppe, in der bestimmte Sichtweisen längst selbstverständlich sind. Wenn ein politischer Standpunkt Teil der eigenen Identität geworden ist, fühlt sich ein Gegenargument nicht mehr wie Information an. Es fühlt sich an wie ein Angriff. Dann geht es nicht mehr nur um eine Aussage, dann geht es um Zugehörigkeit. Wem vertraue ich? Wer sind wir? Wer sind die anderen? Wer darf mir überhaupt noch etwas sagen? Ein Fakt verändert selten ein Gespräch, wenn das Gespräch in Wahrheit längst um Zugehörigkeit geht. Das erklärt, warum Quellen nicht geprüft, sondern sofort einsortiert werden. Seriös, Propaganda, mutig, unseriös. Und oft entscheidet nicht der Inhalt, sondern das Lager, dem man diese Quelle zuordnet. Und natürlich passiert das nicht nur den anderen. Auch meine eigenen Gedanken fühlen sich besonders überzeugend an, wenn sie gut zu meinen Werten, meiner Wut oder meinem Gefühl passen, auf der richtigen Seite zu stehen. Deshalb ist dieser Satz so wichtig. Glaub nicht alles, was du denkst. Nicht als Vorwurf an andere, sondern als Erinnerung an uns alle. Auch ein guter Wert macht nicht automatisch jeden Gedanken richtig. Auch berechtigte Wut kann Dinge verzerren. Klarheit bedeutet nicht, keine Haltung zu haben. Klarheit bedeutet, eine Haltung zu haben, die noch atmen kann. Eine Schublade macht die Welt einfacher. Das ist erstmal verständlich. Wir Menschen sortieren andauernd. Ohne dieses Sortieren wären wir ohnehin völlig überfordert. Unser Gehirn braucht Abkürzungen. Das Problem beginnt dort, wo aus einer Abkürzung ein endgültiges Urteil wird. Dann fragen wir nicht mehr, was meinst du, was ist dir daran wichtig, sondern wir sortieren links, rechts, grün, naiv, woke, populistisch, systemgläubig, realitätsfern. Und sobald das Etikett klebt, spricht nicht mehr ein Mensch mit einem anderen Menschen, dann spricht ein Etikett mit dem anderen Etikett. Und Etiketten hören nicht besonders gut zu.
Das macht Gespräche so müde. Andere Meinungen kann man aushalten. Ein gutes Gegenargument kann sogar wie ein Fenster sein, das kurz aufgeht. Aber ein Etikett ist kein Fenster. Ein Etikett ist eher ein fest verschlossener Deckel. Natürlich müssen wir nicht alles verharmlosen. Es gibt Lügen, Manipulation, Populismus und gezielte Abwertung. Manches muss man auch klar benennen. Aber trotzdem bleibt die Frage, will ich einen Menschen erreichen oder will ich nur meine Schublade über ihn zuknallen? Vielleicht ist das eine der schwierigsten Übungen, den anderen nicht sofort mit seiner schlechtesten Aussage zu verwechseln. Ein Mensch ist fast immer größer als das Etikett, das wir ihm gerade ankleben. Manchmal sitzt unter der Wut etwas, das viel leiser ist. Enttäuschung. Nach außen sieht es oft so aus wie Ärger mit harten Worten, genervten Blicken. Innen ist es oft komplizierter. Wir werden nicht nur wütend, weil jemand anderer Meinung ist. Wir werden wütend, weil etwas berührt wird, das uns wichtig ist. Je nachdem, was uns besonders wichtig ist, treffen uns andere Entwicklungen. Umweltzerstörung, soziale Gerechtigkeit, Kontrollverlust, wirtschaftliche Unsicherheit, Gewalt oder eine verrohte politische Sprache. Hinter der Wut steht dann oft der Wunsch, etwas Wertvolles zu schützen. Und darunter liegt oft die Frage, siehst du denn nicht, worum es hier eigentlich geht? Wenn diese Frage immer wieder ins Leere läuft, entsteht Enttäuschung, vielleicht sogar Einsamkeit. Menschen sind im Raum, aber man erreicht sie nicht mehr. Irgendwann sagt man dann weniger, nicht weil man überzeugt wurde, sondern weil man müde geworden ist. Dann gewinnen nicht die besten Argumente, dann gewinnt die Erschöpfung. Wut ist manchmal die laute Form von Enttäuschung. Die Frage ist nicht, ob wir Wut loswerden müssen. Wer über Umwelt, Gerechtigkeit, Demokratie und Würde nachdenkt, wird manchmal wütend. Die Frage ist eher, kann ich meine Wut ernst nehmen, ohne ihr mein ganzes Denken zu überlassen? Wenn Gespräche müde machen, brauchen wir nicht nur bessere Argumente. Wir brauchen eine bessere Art, in diesen Gesprächen bei uns zu bleiben. 3 Unterscheidungen können helfen. Sie sind kein Zaubertrick, aber eine kleine Landkarte für den Moment, in dem ein Gespräch gerade unübersichtlich wird. Erstens, reden wir gerade über Fakten, über Werte oder über Zugehörigkeit? Eine Faktenfrage wäre, was ist konkret passiert? Welche Quelle ist belastbar? Eine Wertefrage wäre, was ist uns daran wichtig? Was wollen wir schützen? Eine Zugehörigkeitsfrage wäre, wem traue ich? Wer darf mir überhaupt noch etwas sagen? Viele Gespräche scheitern, weil diese Ebenen durcheinander geraten. Der eine bringt eine Zahl, der andere hört einen Angriff auf seine Gruppe. Bevor wir das nächste Argument nachlegen können, könnte deshalb eine einfache Frage helfen. Reden wir gerade darüber, was wahr ist, was uns wichtig ist oder wem wir noch vertrauen? Zweitens, will ich überzeugen oder sichtbar bleiben? Nicht jedes Gespräch lässt sich gewinnen und nicht jedes Gespräch muss gewonnen werden. Sichtbar bleiben bedeutet, ich verschwinde nicht. Ich tue nicht so, als wäre mir egal, was gesagt wurde. Aber ich mache mein Wohlbefinden nicht davon abhängig, ob der andere sofort einsichtig ist. Ein Satz dafür könnte sein, ich möchte dich nicht überreden, aber ich möchte auch nicht so tun, als wäre mir das egal. Drittens, ist es noch ein Gespräch oder sind wir schon im Schlagabtausch? Ein Gespräch braucht keine Harmonie, aber es braucht die minimale Bereitschaft, den anderen noch als Menschen wahrzunehmen. Wenn nur noch Etiketten kommen, Quellen lächerlich gemacht werden und jeder Satz verdreht wird, dann darf man aussteigen. Nicht beleidigt, nicht triumphierend, sondern klar,
Ich diskutiere gerne mit dir über Inhalte, aber nicht, wenn wir uns nur noch Etiketten ankleben. Oder lass uns hier stoppen, sonst wird aus dem Thema nur noch Kränkung. Das ist kein Aufgeben, es ist eine Grenze, nicht weil einem das Thema egal ist, sondern weil es einem zu wichtig ist, um es im Kampfmodus zu verbrennen. Denn Gespräche brauchen nicht nur Argumente, sie brauchen auch einen Raum, in dem beide noch als Menschen vorkommen. Vielleicht ist das eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Haltung zu haben, ohne Menschen sofort zu Feinden zu machen. Fakten ernst zu nehmen, ohne kalt zu werden. Werte vertreten, ohne sich in Dauerwut zu verlieren. Das bedeutet nicht, dass alles gleich wahr ist. Es bedeutet nicht, dass man Lügen durchwinken oder seine Werte aufgeben muss, nur damit es am Tisch gemütlicher wird. Manchmal muss man widersprechen, Grenzen setzen und sagen, nein, so nicht. Aber auch dann bleibt die Frage, wie widerspreche ich, ohne selbst genau das zu werden, was ich kritisiere. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen einer Haltung und einer Bubble. Eine Bubble sagt, ich habe Recht und alles andere, was mich stört, ist Manipulation. Eine Haltung sagt, ich stehe für etwas, aber ich bleibe prüfbar. Ich prüfe meine Quellen, meine Reaktionen und ob ich noch zuhöre. Und ich prüfe, ob mein Wunsch, Recht zu haben, gerade größer geworden ist, als mein Wunsch wirklich zu verstehen. Vielleicht brauchen wir heute nicht weniger Haltung, sondern eine Haltung, die atmen kann. Eine Haltung, die sagt, ich stehe für Menschlichkeit, Freiheit, Sicherheit, Umwelt, Gerechtigkeit, Demokratie, überprüfbare Fakten und für die Mühe, unterschiedliche Interessen ehrlich gegeneinander abzuwägen. Aber ich möchte dabei nicht vergessen, dass am anderen Ende des Gespräches ein Mensch sitzt. Nicht immer einfach, nicht immer angenehm, nicht immer jemand, dem ich zustimmen kann, aber ein Mensch. Vielleicht macht uns die Welt auch deshalb so müde, weil digitale Debatten Zuspitzung, Empörung und schnellen Widerspruch belohnen. Aber wir müssen nicht auf jede Provokation reagieren und nicht jeden Kampf annehmen. Wir dürfen klar bleiben, widersprechen, uns schützen, zweifeln, prüfen und trotzdem an dem festhalten, was uns wirklich wichtig ist. Glaub nicht alles, was du denkst, aber gib auch nicht alles auf, was dir wirklich wichtig ist. Denn irgendwo zwischen blinder Gewissheit und müdem Rückzug liegt der Raum, den wir heute wieder brauchen. Ein Raum für Klarheit, Menschlichkeit und Gespräche, die nicht zuerst eine Schublade suchen, sondern einen Menschen sehen. Danke, dass du heute dabei warst. Bleib klar, bleib menschlich und bis zum nächsten Mal bei Neovara.